Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich diese vordere Seite der Halle mit dem Modul Profilverlegung belegen kann. Dazu habe ich als erstes bereits eine Skizze mit der Kontur gezeichnet. Diese Kontur ist einfach hier mit Skizzen übernehmen oder Linienzüge übernehmen und ich habe auch hier für Fenstern bereits eine Öffnung integriert. Weiters habe ich hier auch schon Linien ergänzt, welche in weiterer Hinsicht meine Teilung der Profile darstellen sollen. So, ich möchte hier dies jetzt einfach aufbauen. Dazu erzeuge ich mir hier im ersten Schritt eine Detailansicht, um hier einfach gezielter arbeiten zu können. Definiere meinen Nullpunkt und kann hier diesen Quader aufziehen auf den Bereich, der für mich jetzt notwendig ist. So, mit der mittleren Maustaste wird mir hier diese Ansicht übernommen und ich möchte hier diese Ansicht auf die Seite darstellen. Bei mir sieht man hier automatisch, wurde hier nur die aktive Ansicht dargestellt, weil ich hier diese Option aktiviert habe. Man sieht hier die Kontur und auch den Stahlbau im Hintergrund. So, im nächsten Schritt, habe ich ja schon kurz angesprochen, habe ich hier Linien definiert, welche für mich die Teilung der Profile darstellt. Dazu muss ich hier mit dem Modul Profilverlegung hier diese Querstöße definieren. Ich klicke diese einfach nach der Reihe an und mit der mittleren Maustaste werden mir hier die Linien anders dargestellt. Man sieht es hier, dass diese jetzt punktiert dargestellt werden. Diese haben einfach nur eine eigene Eigenschaft bekommen, welche hier dann den Querstoß definieren. Als nächstes möchte ich hier die Profilverlegung starten. Und ich möchte hier im ersten Schritt nur auf diesen Dialog eingehen. So, hier im linken Bereich bei den Flächenprofilen habe ich die unterschiedlichen Schichten. Das heißt, als erstes, man sieht, hier ist alles noch ausgegraut, muss ich eine neue Schicht hinzufügen. Das heißt auch, dass ich hier verschiedenste Schichten definieren kann. Im ersten Schritt, damit ich hier die Befehle auswählen kann, wähle ich mein erstes Profil. Ich habe hier mein Profil ausgewählt. Jetzt könnte ich im nächsten Schritt definieren, welchen Passpunkt ich für den Einbau nutzen kann. Wenn ich diesen setze, wird mir hier das Profil im Querschnitt dargestellt und ich könnte einen anderen Passpunkt definieren. Dies möchte ich jetzt aber nicht haben. Als nächstes möchte ich hier habe ich hier noch die Möglichkeit, einen Startpunkt zu definieren. Was für mich aber jetzt das Entscheidende ist, ich möchte hier natürlich den Winkel gleich mal wechseln und möchte hier eine waagrechte Verlegung haben. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, den Startpunkt zu definieren oder auch den Verlegebereich einzuschränken. Hier, so wie man auch schon sieht, kann ich den Verlegebereich bzw. die relative Position der Profile definieren. Ich habe hier noch die Möglichkeit, dies etwas noch fortzusetzen, um einfach die Verlegung nach vorne zu setzen, weil ich eventuell noch eine Unterkonstruktion dazu haben möchte. So, im nächsten Schritt habe ich die Möglichkeit, bei den weiteren Eigenschaften zu definieren, wie die Verlegung in gewissen Bereichen funktionieren soll. Ich habe hier die Möglichkeiten zum Beispiel, dass dies bei den Öffnungen durchgehen soll oder auch nicht oder auch geteilt werden soll. Das müsste natürlich hier bei den Öffnungen zu definieren. So. Ich möchte diese jetzt aber als eigene Profile sehen, wenn sie anders sind. Dann als nächstes wären die Querstöße dran. Das heißt, ich habe hier natürlich die unterschiedlichsten Querstöße. Diese könnte ich hier zum Beispiel sagen, sollen sie überlappt werden, soll ein stumpfer Stoß sein, wenn ja, mit welchem Abstand. Ich werde hier auch den Abstand gleich mal definieren, damit man es einfach mal sieht. Das heißt, man sieht dann hier sofort, wird mir hier ein Abstand definiert. Möchte dies natürlich kleiner haben, kann ich natürlich hier für jeden Ecken einstellen oder kann natürlich hier auch sagen, ich möchte eventuell auch gar nicht definieren oder beziehungsweise gar nicht teilen. So, danach habe ich bei den Öffnungen die Möglichkeit,
hier jede Öffnung mit Abständen zu definieren, was ich hier natürlich auch machen könnte. Und bei Spezialisierung hätte ich noch die Möglichkeit, einzelne Profile mittels eigener Farbe zu definieren. Das heißt, ich könnte sagen, okay, ich möchte hier dieses Profil mit einer anderen Farbe haben, als wie hier bei den Eigenschaften. Das heißt, ich könnte hier meine Farbe definieren. Mineralfarben kann ich natürlich hier auswählen. Ich wähle hier als Beispiel meine Farbe aus und möchte hier bei der Spezialisierung eventuell ein Teil mit einer anderen Farbe haben, weil vom Architekten so gewünscht. So, mit OK wird mir hier dies eingebaut. Das heißt, jetzt wird meine Belegung erzeugt und habe hier sofort meine Aufteilung. So, wie man sieht, habe ich jetzt fälschlicherweise zwei Profile anders farbig gemacht. Jedoch sieht man hier sehr schön, dass ich hier diese Aufteilung sofort gemacht habe. Im nächsten Schritt natürlich ist es so, wenn ich hier diese Skizze hinterlege, kann ich hier diese natürlich auch jederzeit ändern. Das heißt, ich kann hier wiederum in die Profilverlegung reingehen und als Beispiel hier die Skizze bearbeiten. Weil ich hier als Beispiel dieses Fenster einfach größer haben möchte, 2 Meter, und soll vielleicht auch hier einen anderen Wert haben. Und hier machen wir es auch 1500. Das heißt, dies zieht sich natürlich jederzeit immer mit und mit OK wird mir hier diese neue Verlegung sofort aktualisiert und eingebaut. Und ich kann natürlich hier auch die Spezialisierungen wieder jederzeit abändern.